Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute soll es mal wieder um das Dachbodenaquarium gehen. Für die, die heute das erste Mal einschalten, es ist so mein erster Versuch gewesen, in die Richtung Aquascaping zu gehen und hat die Maße 1 Meter breit, 40 tief, 30 cm hoch, alles in allem 120 Liter ungefähr. Und ja, das letzte Video zu dem Thema war Zierfischzucht im Aquascape und ja, das ist jetzt mittlerweile schon 8 Monate her und es ist einiges passiert im Becken. Ja, ihr seht jetzt hier im Bild das Becken vor circa 3 bis 4 Wochen und jetzt gleich mache ich einen kleinen Schwenk. Das ist das Becken tatsächlich vor knapp einem halben Jahr. Das war also kurz nach dem Zuchtbericht. Ja, für die Zucht habe ich das CO2 herabgesetzt. Und das in Kombination mit starker Fütterung und nicht so riesigen Wasserwechseln, weil ich die Jungfische nicht gefährden wollte, hat anscheinend dazu geführt, dass ich Algenprobleme bekommen habe. Was sicherlich auch noch ein Faktor war, ich hatte relativ wenig schnell wachsende Pflanzen im Becken und im hinteren Bereich das Zyperngras, das hat auch überhaupt gar nicht funktioniert. Man sieht es jetzt hier ganz schön, also wirklich massiv Pinselalgen auf den Zyperngras und der Großteil des Zyperngras ist mir einfach ja, weggematscht, weggefault, wenn ihr so wollt. Hat sich einfach aufgelöst. Man sieht es im hinteren Bereich, das war alles komplett dicht bepflanzt und ja, ist braun geworden, hat sich aufgelöst und der restliche Großteil war dann mit Algen bedeckt, was auch Auswirkungen auf die anderen Pflanzen hatte. Wie ihr also seht, es läuft auch nicht immer alles glatt, aber ja, die Problematik habe ich eigentlich relativ schnell mit relativ wenig Handgriffen in den Griff bekommen. Ja, CO2 und Düngung, ihr seht es jetzt auch hier direkt im Bild, guckt euch mal die kryptogrüne Pava an, also die ist sowas von explodiert in den darauffolgenden Wochen. Ich habe von der kleine Ableger gezogen, die ihr jetzt schon seht, so groß waren die, als ich die als In-vitro bekommen habe. Absolut gar kein Vergleich mit dem, wo das jetzt hingeführt hat. Ihr seht, wie groß der Busch ist, da ist nichts mehr klein, in Anführungszeichen Pava. Ja, ihr seht jetzt hier im Bild die Schismatoglottis pritoi, hat auch anfänglich überhaupt gar nicht geklappt, hat sich dann aber irgendwann an die Wasserwerte gewöhnt und wächst jetzt auch wirklich super schön. Hier die Staurogyne repens, man weiß jetzt auch, warum sie als kriechende Art bezeichnet wird, die kriecht wirklich wunderbar übers Hardscape nach vorne drüber, wächst drüber, ja auch super tolles Wachstum zu sehen. Hier im linken Bereich habe ich aus dem 600 Liter Becken ein paar Farne entnommen, in dem Fall der Windeloff. Ja, die Alternaterra reinecki Mini ist auch nicht mehr Mini, also die geht jetzt schon Richtung 30 cm, wächst bis zur Wasseroberfläche. Hat sich auch erholt, keine Algenbildung mehr zu sehen. Ja, bei den Anubias, man sieht es jetzt, die älteren Blätter haben noch teilweise grüne Punktalgen und auch hier bei den kleinen Bucephalandren, aber im Großen und Ganzen hier der schöne Pinatifida, den habe ich jetzt auch gar nicht dahingehend getrimmt, dass ich den immer kurz schneide und klein halten will, sondern ich finde das ganz schön, wie der im rechten oberen Bereich wächst. Hier nochmal die Schismatoglottis und auch ein paar Anubias, da auch wunderbar neues Wachstum. Man sieht jetzt schön den Vergleich mit links mit den Blättern, das ist die älteren Blätter, wo ich quasi diese Zuchtphase hatte und rechts das neue Wachstum, absolut gar kein Vergleich, wie ich finde. Ja, auch hier wieder mit einigen Aufsitzerpflanzen gearbeitet und das ist so im Groben und Ganzen ja, der aktuelle Stand vom Wachstum der Pflanzen. Ja, ergänzt wird das Ganze im Hintergrund von der Rotala rotundifolia. Das ist natürlich auch einer der Tricks gewesen, eine schnell wachsende Pflanze einzubringen, die das Zyperngras ersetzt hat im hinteren Bereich und auch mit dazu geführt hat, dass das Becken jetzt deutlich stabiler läuft. Ja, und nachdem die Wasserwerte sich dann wieder eingependelt hatten und das Becken richtig stabil lief, habe ich auch ja, neuen Besatz hinzugefügt. Und zwar handelt es sich dabei um den Apistogramma borelli in der Farbvariante Opal. Neben den LDA und den Corydoras napoensis waren ja im Prinzip nur Bodenbewohner im Becken aktuell vorhanden. Und ja, ich habe diese Tiere eingebracht. Zum einen, weil ich sie wirklich wunderschön finde. Ich habe die im Laden gesehen und war direkt schockverliebt. Tolle Farben, wunderbar stabil die Tiere. Aber was auch noch viel wichtiger war, die Wasserparameter und die Wasserwerte passten. Wir fahren das Becken ja aktuell mit 23, 24 Grad ungefähr. Das passt mit den Voraussetzungen sehr gut überein. Die Buntbarsche werden nicht allzu groß, das heißt, sie passen auch mit Meter Kantenlänge, passt ein Pärchen super dazu rein. Und die Garnelenpopulation, die ist tatsächlich in den letzten Wochen explodiert. Man kann sie nicht mehr zählen, es sind wirklich Hunderte. Und wenn der Buntbarsch dann ab und zu mal ein paar kleinere Garnelen verspeist ist, passt das jetzt auch sehr gut ins Gesamtbild. Ja, auch das Thema passt natürlich super. Südamerika, alle Tiere, die bisher im Becken eingesetzt waren, abgesehen von den Garnelen, passten ja in dieses Südamerika-Konzept von diesem Flusslauf, den wir nachgebildet haben.
Und ja, was im Prinzip noch fehlt, ist eine Höhle. Ich habe halt ein bisschen Bedenken, sobald ich eine Höhle einbringe, ich sehe die Tiere oft schon auch am Balzen, dass sich dann relativ schnell Nachwuchs einstellt. Da ich gerade aber noch 3 andere Zuchtprojekte parallel am Laufen habe, habe ich eigentlich keinen Platz für die ganzen Jungfische und weiß auch noch nicht, wo ich die hin tun soll. Deshalb würde ich damit noch ein bisschen warten. Aktuell hat das Pärchen auch noch genug andere Versteckmöglichkeiten im Becken. Unter den Wurzeln haben sich schon 2, 3 Höhlen gebildet mit der Zeit, wo die Tiere sich auch zurückziehen können. Und ich sehe das Weibchen da auch oft schon drin stehen. Ja, und hier würde ich auch gerne wieder eure Meinung wissen. Wie gefallen euch die Tiere? Habt ihr Erfahrungswerten mit den Apistogramma borelli opal? Ich finde wirklich, es sind wunderschöne Tiere, die super auch farblich in dieses Gesamtkonzept reinpassen. Und freue mich sehr, dass ich die Tiere erstanden habe. Auch mit den anderen Arten, ihr seht jetzt hier mit dem Panzerwelsen gar keine Probleme, die zeigen schon territoriales Verhalten in dem Sinne, dass sie miteinander balzen, aber da wir keine anderen Apistogramme im Becken haben, gibt es da auch keine Attacken oder irgendwelche Verhaltensweisen. Panzerwelse und auch die anderen Tiere werden komplett in Ruhe gelassen. Ja, kommen wir zum Thema Fütterung, weil das auch wirklich sehr oft gefragt wird in den Kommentaren. Ich setze auf einen bunten Mix. In dem Fall jetzt hier klassisch Tubifex, was natürlich für die Panzerwelse super ist. Die Tubifex vergraben sich auch dann leicht im Sand, was so das natürliche Verhalten der Welse fördert, wo sie schön gründeln können. Und ich habe tatsächlich mit der Zeit festgestellt, der LDA 25 ist ja ein reiner Aufwuchsfresser, aber auch der ist tatsächlich nicht abgeneigt von Lebendfutter, wenn das angeboten wird. Wichtig ist hierbei darauf zu achten, dass nicht nur tierisch gefüttert wird. Ich gebe immer abends, bevor ich ins Bett gehe, noch wahrscheinlich 1, 2 Grünfuttertabletten mit ins Becken, wo die LDA wirklich sehr, sehr dankbar sind und immer dran gehen. Nichtsdestotrotz, man sieht es hier auch, die Garnelen stürzen sich drauf, ist ein tolles, gehaltvolles Futter und ja, ihr seht sogar die kleinen Sulawesi-Inlandsgarnelen verspeisen Tubifex, obwohl die größer sind als sie selber. Ja, und ich sprach es an, guter Mix ist, denke ich, entscheidend, auch abwechslungsreiches Futter, dass die Tiere verschiedene Futterarten zu sich nehmen und auch der Nährstoffhaushalt abgedeckt ist. Ihr seht jetzt hier ab und zu mal eine Grünfuttertablette reingegeben. Ich habe die jetzt mal absichtlich in so ein Gefäß reingegeben, das eigentlich für die Garnelenfütterung gedacht ist, weil die LDAs dann direkt nach vorne kommen und man sie mal sieht und ja, ansonsten leben sie relativ versteckt, weil das Becken auch mittlerweile so gut zugewachsen ist und man sonst relativ wenig Freude an den Tieren hat. Ihr seht jetzt hier auch ein paar kleinere Tiere, das sind alles die eine Nachzuchten, die natürlich schon mittlerweile fast die Größe der Eltern erreicht haben. Ja, ihr seht jetzt hier noch einige Amano-Garnelen. Ich glaube, ich hatte 5 oder 6 eingesetzt. Die Tiere sind auch mittlerweile komplett ausgewachsen. Die habe ich tatsächlich auch nach einigen Wochen dann rausgefangen und in ein weiteres neues Becken reingesetzt, weil wir wirklich mehr als genug Sulawesi-Inlandsgarnelen hatten. Ich habe es eingangs erwähnt, also ich habe jetzt leider keine genauen Bildaufnahmen, aber hier sieht man es ganz gut, finde ich, nach der Fütterung. Wenn ich ein paar Welstabletten reingegeben habe, kamen die Garnelen wirklich aus allen Ecken raus und es waren wirklich Hunderte. Also waren nicht mehr zu zählen, wie viele von den Sulawesi-Inlandsgarnelen in diesem Becken drin sind. Und ja, das ist einerseits schön, ich habe dann auch viele Tiere schon rausgefangen und weiterverkauft oder auch an befreundete Aquarianer abgegeben. Und zum anderen will man natürlich aber auch ein harmonisches Gesamtbild haben. Versteht mich nicht falsch, ich bin ein riesen Garnelen-Fan, aber ich möchte halt auch nicht mein ganzes Becken komplett überwuchert nur mit Garnelen haben. Und das, also ich sage mal Hunderte, vielleicht sind es auch Tausende. Man kann das sehr, sehr schwer abschätzen in diesem Becken, weil das auch so verwinkelt und so durchwachsen ist. Ja, was ich auf jeden Fall an dieser Stelle noch erwähnen möchte, und ich möchte jetzt tatsächlich auch mal eine Lanze für die Sulawesi-Inlandsgarnele brechen. Man sieht die öfters im Internet auf Bildern, wenn man die kauft, oder auch im Laden, und die sehen so relativ unscheinbar aus, sind so durchsichtig, weißlich, relativ, sage ich mal, langweilig in Anführungszeichen. Aber wenn die Tiere sich eingewöhnt haben und gutes Futter kriegen und ein bisschen größer werden, dann kriegen die eine ganz, ganz tolle Zeichnung. Also es geht in so eine bräunliche Richtung, fast schon wie so, ja, wie so ein Tigermuster oder ähnliches. Die passen sich natürlich auch ein bisschen dem Hintergrund und dem Wurzel- und dem Pflanzenwerk an. Aber ich finde, die Zeichnung jetzt ist überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit, wie sie anfangs aussahen. Hier sieht man vielleicht mal einen schönen Vergleich, die ist noch relativ durchsichtig und dann direkt darunter, wenn die Tiere ausgewachsen sind, dieses gestreifte, bräunliche Muster mit weißen Strichen. Wirklich ganz, ganz, ganz tolle Tiere, zu denen sie sich mit der Zeit entwickeln. Ja, ich habe ja auch noch eine Kallax-Garnelenanlage angefangen einzurichten in den Videos, die ihr schon gesehen habt. Da wird es auch, ich denke, in 2 Wochen dann das Update zu geben, weil ich mich auch dazu entschieden habe, diese wunderbaren Tiere, ich habe eine 10er-Gruppe dann rausgefangen und auch in die Garnelenanlage eingesetzt, weil ich sie wirklich wunderschön finde, die jetzt auch mal gezielt züchten wollte. Ich weiß noch nicht, ob ich da selektieren werde und aussieben werde, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt mit der Zeit. Aber ich finde, absolut spannende Tiere habe ich so gar nicht erwartet in der Art und Weise.
Ich hatte mich ja im Vorfeld auch im Internet informiert und ja, man liest ab und zu immer mal wieder Berichte, dass die Tiere mit der Zeit auch ihre Färbung anpassen oder verändern. Ja, man sieht es jetzt hier, finde ich, im Bild ganz, ganz, ganz deutlich, wo das hingeht. Und ja, tolle Tiere, absolut super, auch in der Funktionalität, gehen super an die Algen dran. Und farblich wirklich, wenn man so ein Dschungelscape oder irgendwas viel mit Holz, Wurzeln, grünen Pflanzen, also diesen Dschungelstyle haben will, da passen die Tiere wirklich optimal rein. Was ich aber auch natürlich dazu sagen muss, wenn ihr Zwergbuntbarsche haltet, also ich habe den Borelli Opal tatsächlich auch öfters jetzt schon mal gesehen, dass der kleine Babygarnelen halt in einem wegfrisst. Bei den Großen habe ich gar keine Sorgen, die sind tatsächlich deutlich zu groß fürs Maul. Da geht er auch gar nicht dran, der ignoriert die auch meiste Zeit. Man sieht jetzt hier nochmal ganz schön, finde ich, den Kontrast. Also wenn die Tiere auf hellem Sand sitzen, kommt das gar nicht so gut zur Geltung. Jetzt auf dunklen Steinen oder in den grünen Pflanzen, dieses Tigermuster, von dem ich sprach. Ganz, ganz, ganz tolle Zeichnung und ja, wenn man jetzt von der Ursprungsvariante oder guckt mal im Internet, googelt selber mal die Solavedi-Ins-Garnele. Ab und zu findet man solche tollen Bilder, aber im Regelfall sind die immer relativ durchsichtig und nicht so spannend und werden deshalb auch oft nicht beachtet, wie ich finde. Hier machen die wirklich rundum gelungenes Gesamtbild, passen toll rein und ich bin wirklich begeistert, wie sich diese Tiere entwickelt haben im Aquascape. Wie ist denn eure Meinung zu den Tieren? Lasst mir wie immer gern eure Meinung da, ich freue mich wirklich über jegliches Feedback eurerseits. Ja, ich wollte auch auf die Kommentare der letzten Videos eingehen, die zu diesem Becken explizit. Ich habe mir das nochmal im Detail angeguckt. Einer der Punkte war natürlich der Skimmer. Habt ihr natürlich absolut recht mit den Kommentaren. Der sollte garnelensicher gemacht werden. Ich habe hier so ein tolles Gadget im Internet gefunden, war standardmäßig jetzt nicht beim Skimmer mit dabei. Kann man einfach oben mit einsetzen und das verhindert tatsächlich, dass Garnelen eingesogen werden, weil die sich daran festhalten und wieder rausklettern können. Kostet auch, glaube ich, nur 2-3 Euro, kann man, glaube ich, sogar bei Amazon bestellen. Ja, der zweite Punkt war die Orange Track Rennschnecke. Da gab es auch einige Diskussionen in den Kommentaren. Und zwar war der Punkt, dass die Tiere verhungern würden und ich mir doch mal gefälligst die Füße der Tiere angucken soll. Ja, wie ihr hier seht, die Tiere sind sehr, sehr munter, sehr fidel und die Füße sind absolut in Ordnung. Den Tieren geht es wirklich gut. Ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass mir das Tier wohl immer am Herzen liegt und immer oberste Priorität genießt. Ich sage das an dieser Stelle auch nochmal, ich habe den Besatz dann auch reduziert auf dann, glaube ich, 3 Orange Track Rennschnecken und auch diese habe ich dann mit der Zeit, als der Aufwuchs abgenommen hat, wieder ins Hauptbecken unten in das 600 Liter Becken zurückgesetzt. Aber ihr seht es hier nochmal, also die Füße sind wirklich top in Ordnung und den Tieren geht es wirklich gut. Von daher vielen Dank für den Hinweis und ja, aber ihr seht, keinen Grund zur Sorge. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Tier. Ich werde dann jetzt mal einfach die Arten der Reihe abgehen und das ist der Corydoras napoensis. Wurde mir tatsächlich im Handel als relativ klein bleibende Art verkauft. Ja, ist an der Grenze, denke ich. Der geht so in eine Kategorie vielleicht mit dem Panda, klein bleiben. Der ist jetzt nicht ganz so Richtung Pygmäus oder so diese Richtung. Bei den ganz kleinen Habrosus ist er auch noch so eine ganz klein bleibende Art, aber ein guter Mittelweg, wie ich finde. Man sieht jetzt hier die Tiere, ich habe glaube ich 12 am Anfang eingesetzt. Ja, gefallen mir auf jeden Fall nach wie vor sehr, sehr gut. Was ich auf jeden Fall nochmal machen werde, dieses Becken wird natürlich auch irgendwann nochmal umgestaltet werden oder die Tiere vielleicht nochmal umgesetzt werden. Die kommen auf einem dunkleren Untergrund deutlich besser zur Geltung, wie ich finde. Man sieht jetzt hier auf dem hellen Sand, die Tiere fühlen sich natürlich wohl auf dem Sand. Die lieben das Gründeln und darin zu buddeln, sind auch wohl genährt, wie ihr seht, mit den runden Bäuchlein. Aber der Kontrast ist mit einem dunkleren, schwarzen Kies, denke ich, noch schöner, wie ich finde. Ich habe die auch im Laden gesehen und mein Aquarienzüchter, wo ich die geholt habe, der hat grundsätzlich dunklen Kies in allen Becken und da kommen die Tiere nochmal deutlich besser zur Geltung. Versteht mich nicht falsch, ich finde die Tiere auch hier wunderschön, nur so die Zeichnung und die Musterung, die Marmorierung, die kommt deutlich besser durch, wenn man sie auf einem dunkleren Untergrund hält. Die Tiere machen sich aber sehr, sehr gut, auch in Kombination mit den LDA 25, ihr seht es ja jetzt hier. Tiere zeigen sich auch gut, wenn die sich erstmal eingelebt haben. Am Anfang sind die ein bisschen schüchtern und nutzen auch gerne den hinteren rechten Bereich mit der größten Sandstelle im Becken und aber auch den dichten Pflanzenbereich tatsächlich. Ich habe das jetzt noch nicht zur Zucht drauf angelegt, also gerade wenn ich 2-3 Wochen durchgehend mit Tubifex oder anderen Lebenfutter fütter, haben die wirklich einen deutlichen Laichansatz zu sehen bei einigen Tieren, bei den Weibchen. Und wenn man dann einen großzügigen Kaltwasserwechsel machen würde, würden die auch, denke ich, direkt zum Ableichen animiert werden. Wie eingangs erwähnt, ich habe gerade aber noch so viele andere Projekte parallel, dass ich dafür einfach momentan keine Zeit habe. Der Teilwasserwechsel wird natürlich auch noch wöchentlich durchgeführt, aber ich mache dann in der Regel 10-20% und man kann es ja auch temperieren, dann wird nicht unbedingt ein kalter Regenguss simuliert
und dann werden die Tiere auch nicht zum Ableichen stimuliert. Ansonsten finde ich, die Tiere zeigen ein sehr agiles Verhalten. Das war jetzt in der Literatur gar nicht so ersichtlich, aber die Tiere sind auch viel im freien Schwimmraum, viel im Becken unterwegs, im Schwarm und ja, tollen Eindruck machen die Tiere, nicht nur am Boden, wie es meiner Meinung nach aus der Literatur hervorging. Ja, kommen wir zur nächsten Art und das ist tatsächlich mein heimlicher Star. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe mich tatsächlich in diese Tiere total verliebt mit der Zeit. Ist auch wieder ein Aufwuchsfresser, der LDA 25 oder auch Pitbull Plecco, Pitbull Harnischwels genannt. Und die Tiere haben es mir echt angetan. Leider muss ich sagen, ist die Gestaltung des Beckens mittlerweile so gut und so toll angenommen von den Tieren durch diese ganzen Wurzeln, Versteckmöglichkeiten und den dichten Pflanzenbewuchs, dass man sie gar nicht mehr so gut und so oft sieht, wie ich es gern hätte. Wenn man gefüttert hat, man sieht es jetzt hier auch, nach der Fütterung kommen die Tiere natürlich alle nach vorne, sind dann auch noch eine Zeit lang im vorderen Bereich, aber ziehen sich dann leider auch relativ schnell wieder nach hinten zurück. Aber guckt euch das an, also diese Musterung der Tiere, die sind einfach wunderschön, wie ich finde. Ist auch ein Aufwuchsfresser, ähnlich ja, wie das letzte Zuchtvideo, das ich euch gezeigt habe, zum Orgeter Harnischwels, aber ich finde sie einfach von der Optik deutlich spannender und noch viel schöner. Funktioniert meiner Meinung nach fast genauso gut wie der klassische Orgeter Harnischwels zur Algenbekämpfung auf den Pflanzen. Geht jetzt nicht so sehr in meinem Becken hier zumindest an die Scheiben dran. Man sieht jetzt auch hier ganz schön, das ist auch so eine Eigenheit der Tiere, wenn die auf verschiedenen Untergründen unterwegs sind, zeigen die eine verschiedene Färbung. Geht so ein bisschen Richtung Chamäleon, also wenn die auf diesem hellen Sand liegen, gehen die so in dieses hellbräunliche rein. Wenn die auf den dunklen Steinen sitzen oder in dem grünen Pflanzendickicht sind, dann gehen die fast schon ins Schwarze mit grauer Musterung. Ihr seht es jetzt hier mal im direkten Vergleich, man sieht es gar nicht auf den ersten Blick, wo die Tiere sitzen, weil die sich wirklich so gut an die Umgebung anpassen. Und hier sieht man jetzt viel deutlicher, finde ich, diesen Kontrast. Der hat gar nichts mehr von dieser hellen, gelblichen, bräunlichen Zeichnung, sondern geht wirklich komplett ins Dunkle, ins Schwarze, wie ich finde. Ja, an dieser Stelle vielen Dank nach Ennepetal zum Züchter. Ich war letzte Woche wieder da und habe seinen kompletten Besatz aufgekauft. Ganz, ganz tolle Tiere, die es mir wirklich angetan haben. Und ja, einer meiner Lieblingsarten mittlerweile, muss ich gestehen. Hier wird es demnächst auf jeden Fall auch noch ein Update-Video zu geben. Ich habe auf jeden Fall vor, ein Artenbecken für die Tiere einzurichten mit großem Flussholz, was ich im Laden gefunden habe. Und ich habe noch einen kleinen Cube, wo ich die Tiere wirklich gerne mal aktiv zur Zucht ansetzen würde. Und ja, nicht zur dauerhaften Haltung, ist ein 60er Cube, aber für eine kurzzeitige Zucht absolut in Ordnung. Ja, wie ist denn eure Meinung zu den Tieren? Konnte ich euch ein bisschen anstecken mit meiner Begeisterung für diese tolle Art? Ich finde sie wirklich wunderschön. Und ja, sollten in keinem Aquascape fehlen mittlerweile, ist für mich ein sehr, sehr guter Ergänzung oder Ersatz für den Orgeter Harnischwels. Ja, ich fand es ganz passend, das Becken jetzt nach einem Jahr nochmal mit einem Video zu präsentieren, weil das tatsächlich das allererste Becken war, das ich umgestaltet habe, das allererste Video, das ich bei YouTube hochgeladen habe. Der Kanal gibt es jetzt knapp ein Jahr. Ihr seht jetzt nochmal im Bild, wie alles anfing. Das waren quasi die Ursprünge. Das war das ursprüngliche Becken. Habe ich leider keine Videoaufnahmen mehr von, deshalb würde ich jetzt hier habe ich mir überlegt, eine kleine Bilderserie zu machen. Ist vielleicht am einfachsten. Ja, von diesem klassischen Aquascape dann jetzt hin zu diesem Flusslauf- oder Uferbereichsaquarium. Es ist ja auch von den Maßen eher so ein Shallow Tank, so ein flacheres Becken mit nur 30 cm Höhe, wo man sehr schön sieht, nach der Einrichtung sah es natürlich glänzend aus. Und ja, jetzt zu den Problemchen, die man hatte mit Algen, wo auch natürlich der Zuchtbericht mit reinkam, hin zu dem aktuellen Ergebnis, was ihr jetzt auch im Video gesehen habt. Ich finde es ganz spannend, mal auch so ein Becken über das Jahr oder über einen längeren Zeitraum zu beobachten, dass man sieht, wie sich so ein Becken auch verändert und wächst. Und ja, man kann es auch immer nicht genau sagen, manche Pflanzen wachsen sehr, sehr gut in einem Becken, andere wiederum gar nicht. Ich habe in allen Becken das gleiche Leitungswasser, den gleichen Bodengrund, gleiches Soll genommen, aber in manchen Becken funktioniert es einfach sehr, sehr gut und in anderen überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz möchte ich auch Danke sagen. Danke für euren ganzen Support. Wir sind jetzt mittlerweile bei über 1000 Mitgliedern. Ich freue mich, mir macht es wirklich nach wie vor Riesenspaß und ja, ich hoffe, es geht weiter so mit euch. Ja, dann noch der Hinweis, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte gerne ein Like da, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um auf dem Laufenden gehalten zu werden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.